Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Traumhaftes Wetter, Sonntagmorgen, und heute geht es wieder um die Felgen. Die hatte ich euch beim letzten Mal vorgestellt, die BGM 13 Zoll Felgen, die neuen. Ich finde sie super, also alleine vom optischen her schon ganz toll. Dieses Filigrane mit diesen Y-Felgen, extrem hübsch, und gerade wenn man wie ich jetzt eine schöne Bremse eingebaut hat, dann sieht man die jetzt endlich auch genauso wie die Wave-Scheibe. Also finde ich eine optisch sehr schöne Sache. Viel entscheidender bei 13 Zoll ist natürlich das Fahren, denn beim Fahren merkt man da sicherlich einen großen Unterschied. Bei der kann sich jetzt noch mal ein bisschen mehr unterscheiden, weil die Felge sehr leicht ist. Normalerweise liegen die 13 Zoll Felgen so um 3,5 Kilo. Die hier wiegt nur 2,9. Und das sind 600 Gramm pro Felge weniger. Und je geringer die ungefederte Masse ist, desto besser kann zum Beispiel Beschleunigung sein, Bremsverhalten kann besser werden, auch der Verbrauch. Also es hat immer nur positive Faktoren, je leichter die Räder sind. Deshalb Sportmotorräder, da wird immer darauf geachtet, dass die leichte Felgen haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Ich habe ja den Vergleich mit der British Classic. Die hatte ja auch schon 13 Zoll Felgen drauf. Allerdings die von der MP3, die etwas schwerer waren, und andere Reifen, nämlich 13 Zoll 70er Höhe und 130er Breite vorne und hinten. Und das Ganze mit ein bisschen Profil, die K66. Also von daher wird da schon noch ein Unterschied sein. Leichtere Felge, breitere Reifen, also auch Bodenhaftung etc. könnte anders sein. Von daher, ich bin jetzt extrem gespannt. Ich muss jetzt los, ich nehme euch mit auf zur Testfahrt. So, dann wollen wir die Testfahrt mit den neuen BGM-Felgen mal starten. Schon sehr gespannt. Ich muss natürlich noch ein bisschen vorsichtig sein, weil die Reifen neu sind. Da kann ich jetzt also nicht so zu aggressiv mitfahren mit den Reifen. Kann noch ein bisschen rutschig werden. Die müssen sich ja erstmal ein bisschen einfahren. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal so meine ersten Eindrücke schildern. So, hier haben wir schon ein paar kleine Kurven. Also, was merkt man sofort? Gerade bei Geradeausfahrt, wenn man jetzt so wie hier mal die Hände vom Lenker nimmt, das ist definitiv um einiges stabiler im Geradeauslauf. Das merkt man sofort. Auch so das Handling in kleinen Schwenks hier und Wedeln ist ganz anders. Kurve ganz... Also fangen wir mal mit diesen kleinen Bewegungen an. Das ist jetzt alles viel weicher. Es ist immer schwierig, sowas zu beschreiben, wie Fahrgefühle sind. Ich würde es mal sagen, weicher. Also es schwingt weicher in diese Bereiche rein, ist nicht mehr so fiddelig. Und wenn man so wie ich schon ein Fahrwerk drin hat von BGM, was ja auch eine Menge für die Fahrstabilität ausmacht, das wird jeder bestätigen, der von dem Standard auf BGMs gewechselt ist. Und jetzt noch die Felgen dazu, das ist nochmal ein Schub. Also es macht wirklich nochmal eine Menge aus, anders als bei den Stoßdämpfern. Haben die Reifen natürlich auch viel jetzt mit Straßenhaftung zu tun. Und diese Michelin City Grip 2, das sind tolle Reifen. Wirklich gut, auch bei Nässe sehr gut. Tolle Bodenhaftung, kann ich also empfehlen. Die City Grip 1 waren ja die Standardreifen, die auf Vespas immer mitgeliefert wurden. Und die Zweier sind wirklich super. Die sind nochmal verbessert worden. Also ich bin wirklich begeistert vom Fahrverhalten. Auch so das Handling, es ist solide. Es gibt einem Sicherheit. Es ist nicht mehr so wackelig. Trotzdem aber noch so, dass man das Ding wirklich in die Kurven schmeißen kann und damit rumwedeln kann. Aber anders, es ist weicher. Also ich würde mal sagen, so dieses Unsichere, was man manchmal bei einer Vespa hat, wenn man die so ein bisschen in Kurven bewegt, was entstehen kann, mit Standardfahrwerk und mit den kleinen Rädern, das ist jetzt wirklich
definitiv anders und besser. So, jetzt machen wir mal nach der Kurve hier. Ach, das liegt so satt jetzt in der Kurve, das ist super. Jetzt mache ich mal einen kurzen Bremstest. Ja, gut, die Porco Nero und jetzt in Verbindung mit den Reifen und den Felgen, super Bremsverhalten. Also, geht mal von der Standard-Vespa auf sowas hier. Ihr werdet den Unterschied wirklich drastisch merken. Bremsen, Federbeine, jetzt mit den Felgen. Das ist echt ein Unterschied. So. Nochmal eine schöne Kurve. Oh, butterweich. Also man merkt auch, wenn man sich in die Kurven legt, das ist alles weicher. Gibt ein bisschen mehr Sicherheit, was auch mit den Reifen natürlich zusammenhängt. Die sind jetzt breiter, man hat mehr Auflagefläche. Also durchaus eine wirklich empfehlenswerte Umbaumaßnahme auf 13 Zoll. Unabhängig davon, dass es natürlich schick aussieht. Ich finde es sehr schön. Jetzt mit diesen filigranen Felgen, wo man die Bremsanlage und den Stoßdämpfer von der anderen Seite auch schön sieht. Und wie gesagt, das Handling ist immer Geschmackssache natürlich, ist subjektiv. Ich finde es mit 13 Zoll besser. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr jemanden kennt, der das umgebaut hat. Fahrt mal Probe, ihr werdet den Unterschied merken. Und das Handling dieser leichteren 13 Zoll Felgen jetzt ist fantastisch. Also ganz toll. Ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, es wird jetzt irgendwie nicht mehr so wendig wie vorher. Ist es auch noch. Aber man hat ein sichereres Gefühl dabei. So würde ich das mal beschreiben. Es ist ein bisschen solider, ein bisschen mehr Sicherheit dahinter. Bodenhaftung, würde ich mal sagen, ist besser. Und dieses Flimsige, wenn man jetzt mal wirklich das Ding so ein bisschen hin und her schmeißt, das ist besser geworden. Also es ist viel stabiler. So, hier können wir mal ein bisschen schneller. Ja, auch wenn man jetzt mal so 80, 90 fährt, super stabil. Toller gerader Auslauf. Ich fahre jetzt gleich mal auf die Landstraße, auf die Bundesstraße. Aber ihr seht, da wackelt nichts mehr. Ganz ruhiger und solider gerader Auslauf. Wow, absolut Hammer. Also gerade verglichen mit meinen 12 Zoll 946er Felgen, die wahrscheinlich sogar noch schwerer sind als die hier, und den Michelin City Grip 1, die ich bei der vorherigen Variante drauf hatte, auf den 12 Zollern, ist das hier für mich definitiv viel besseres Fahrverhalten. Die 13 Zöller von BGM mit Michelin City Grip 2 und dann auch die breite Variante mit 140 hinten und 130 vorne und dann die 60er Höhe, fährt sich fantastisch. Ich würde auch gar nicht sagen, dass der Federungskomfort schlechter geworden ist. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich dachte erst so, naja, weniger Reifenhöhe könnte sich ja auch auswirken auf den Dämpfungskomfort. Nichts zu spüren bisher. Aber die machen wirklich richtig, richtig Spaß. Ja, ist als wenn man eine andere Vespa fährt. Viele Modifikationen, ja, die merkt man jetzt, wenn man es mal genau nimmt, nicht so stark. Aber Felgen große mit breiteren Reifen und Stoßdämpfer und Bremsen, das sind so die Sachen, die man am stärksten fühlt beim Fahren. Keiner hinter mir, nochmal bremsen, nach der Ampel allerdings erst. Also Verzögerung super gut. Ich bin auch der Meinung, ein bisschen besser als mit den kleinen Rädern. Klar, weil man hat natürlich ein bisschen mehr Grip jetzt durch die breiteren Reifen. Also bisher nichts, was man kritisieren könnte. Sehr sicheres Kurvenverhalten.
So eine schöne langgezogene. Ah, super. Ganz souverän. Toll. So, jetzt schauen wir mal, wie sich die Räder jetzt bei etwas höherer Geschwindigkeit verhalten, bei 100. Super. Also ist natürlich klar, größere Räder, anderer Abrollumfang. Das fühlt sich jetzt alles ein bisschen stabiler an, besserer Geradeauslauf. Ja, also ich kann jetzt hier ganz relaxed mit einer Hand draufsetzen, sollte man nicht machen, aber da merkt man immer, ob da irgendwelche Unruhen im Lenker sind. Überhaupt nicht. Also auch bei Geschwindigkeiten jetzt von 100 km/h. Sehr, sehr angenehmes Fahrverhalten. So, abbremsen aus 100. Ach, sehr schön. Also eine Vespa fährt sich ja schon super, aber mit den Rädern noch besser, noch mehr gleiten. So, Fahrtest der BGM 13 Zoll Felgen abgeschlossen und was soll ich sagen? Dicker Daumen nach oben. Wirklich super Felgen. Optisch gefallen sie mir sehr gut. Also das ist natürlich subjektiv. Ich finde sie sehr schön, gerade dieses Filigrane. Und dass man jetzt die Bremsen und die Scheibe sehen kann, finde ich super. Und Fahrverhalten einwandfrei, auch in Kombination mit den Michelin-Reifen. City Grip 2, tolle Reifen, gute Bodenhaftung. Und jetzt mit 130 vorne, 140 hinten, da hat man schon einen guten Grip. Also ich bin begeistert. Wenn ihr an den Felgen interessiert seid, die Links packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Gibt es in schwarz glänzend und in schwarz matt. Zu einem sehr guten Preis, unter 200 €. Ein wichtiger Punkt natürlich auch, sie haben eine ABE, KBA-Nummer, müssen also nicht separat eingetragen werden. Einfach anbauen, losfahren und Spaß haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wenn ihr den Scuderia-Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun. Einfach unten auf Abonnieren klicken, ist kostenlos und hilft dem Kanal weiter. Also wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, fahrt vorsichtig und ciao.